So, hier sind jetzt die Deckel, die kamen schneller als erwartet. Ich habe hier bereits schon ein Loch durchgebohrt und das Loch ist ungefähr 2,5, 2,7 cm an Durchmesser. Und wenn wir jetzt den alten Deckel nehmen und das mal vergleichen, die sind halt von der Größe her, vom Durchmesser her identisch. Auch die Anschlüsse, wenn man sie hier so ranhält, passen definitiv drauf. Und wenn ihr kein Werkzeug habt, könnt ihr hier mit so einem handelsüblichen Bohrer einmal in die Mitte durchbohren und dann jeweils mit dem Bohrer so entlang des Randes, bis ihr dann den Durchmesser erreicht habt. Dann können wir den Campus nehmen und einmal die Kabel einmal durchstecken und die Staubschutzkappe kommt dann hier so rein. So würde das dann aussehen. Und ja, ist alles schön zu, geschützt. Und jetzt schließen wir das mal an das Auto dran. So, auf der einen Seite habe ich das schon mal dran gemacht. So würde es dann aussehen mit der Staubkappe. Und ihr seht, dass der Deckel wirklich ganz fest dran ist. So, jetzt habe ich mal den Campus da reingesteckt. Das ist eigentlich ein guter Platz. Und bevor ich jetzt auf der anderen Seite den Deckel mit der Staubkappe schließen wollte, zeige ich euch mal den Platz der Lampe. Also es hat noch genug Platz nach hinten. Und ja, ansonsten könnt ihr sehen, dass es doch passt. Ja, den machen wir auch mal dran. So schnell ist es dran. Ja, den tue ich lieber hier irgendwo oben befestigen. So, mit Kabelbinder auf der Seite wird es dann so aussehen. Der Deckel hier. Und ist alles schön sauber geschlossen. Deckel müsst ihr auf jeden Fall 2 Stück in den Warenkorb legen. Der Preis gilt für 1 Stück. Und ja, war bei mir jetzt innerhalb von 2 Wochen da. So, ja, cool.